Guten Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Henry und willkommen bei DankeCast Deutsch. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema: Netzwerken und Kontakte knüpfen. Wie findet man neue Leute in Deutschland? Wie bleibt man in Kontakt? Das alles besprechen wir heute. Und ich muss sagen, dieses Thema ist wirklich relevant für jeden, egal ob ihr neu in Deutschland seid oder schon lange hier lebt. Hallo, ich bin Emilia. Ja, Networking ist wirklich wichtig, egal ob für die Arbeit oder privat. Henry, erzähl mal, wie hast du deine besten Freunde kennengelernt? Ich bin neugierig. Oh, gute Frage. Meine besten Freunde habe ich auf verschiedene Weisen kennengelernt. Einige kenne ich von der Uni, andere vom Sport. Mein bester Freund Thomas zum Beispiel, den habe ich beim Fußball kennengelernt. Wir spielen seit 10 Jahren zusammen. Und du, Emilia? Wie war das bei dir? Ich habe viele Freunde durch Hobbys kennengelernt. Zum Beispiel gehe ich gerne zu Tanzkursen. Da trifft man immer neue Leute. Und beim Tanzen kann man gut ins Gespräch kommen. Man lacht zusammen, man hilft sich gegenseitig bei den Schritten. Das schafft eine Verbindung. Meine beste Freundin Sophia habe ich dort vor 5 Jahren getroffen. Das stimmt. Beim Sport oder bei Hobbys ist es oft leichter, Kontakte zu knüpfen. Man hat ja schon etwas gemeinsam. Man muss nicht nach Gesprächsthemen suchen, sie ergeben sich automatisch. Aber wie fängt man ein Gespräch an? Das ist für viele nicht so einfach. Ich erinnere mich, am Anfang war ich auch sehr unsicher. Ja, der erste Schritt ist manchmal schwer. Ich sage meistens einfach: Hallo, ich bin Emilia. Kommst du oft hierher? Das ist eine einfache Frage und funktioniert fast immer. Die Leute antworten meistens freundlich und dann entwickelt sich ein Gespräch. Genau, einfache Fragen sind am besten. Man kann auch fragen: Wie lange machst du das schon? Oder gefällt es dir hier? Oder wie hast du von diesem Kurs erfahren? Das sind gute Einstiegsfragen. Sie sind nicht zu persönlich, aber zeigen Interesse. Richtig. Und dann entwickelt sich das Gespräch von selbst. Man muss nicht zu viel nachdenken. Einfach freundlich sein und Interesse zeigen. Die meisten Menschen freuen sich, wenn jemand mit ihnen spricht. Wir sind alle soziale Wesen. Das ist wahr. Und liebe Zuschauer, wie macht ihr das? Wie sprecht ihr neue Leute an? Fällt es euch leicht oder schwer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen. Ja, erzählt uns davon. Jetzt möchte ich über berufliches Networking sprechen. Henry, gehst du manchmal zu Networking-Events? Diese Veranstaltungen, wo man andere Berufstätige trifft? Ja, manchmal. Aber ehrlich gesagt finde ich das oft ein bisschen anstrengend. Diese großen Events mit vielen Menschen, wo alle Visitenkarten verteilen, das ist nicht so mein Ding. Man steht da mit einem Glas Wein und versucht interessant zu wirken. Wie ist das bei dir? Ich verstehe das total. Am Anfang war es für mich auch schwer. Diese Mischung aus professionell sein und trotzdem locker wirken. Das ist nicht einfach. Aber ich habe gelernt, dass man nicht mit allen sprechen muss. Es reicht, wenn man mit ein paar Leuten ein gutes Gespräch hat. Das ist viel wertvoller. Das ist ein guter Tipp. Qualität statt Quantität. Lieber 3 gute Gespräche als 20 oberflächliche. Man erinnert sich später sowieso nicht an alle 20 Personen. Genau. Und bei solchen Events kann man auch erstmal beobachten. Wo stehen Menschen in kleinen Gruppen? Wo sieht jemand freundlich aus? Wo wirkt die Atmosphäre entspannt? Dann kann man dazugehen. Man muss nicht sofort aktiv werden. Und wie geht man zu einer Gruppe? Einfach darzustellen fühlt sich komisch an, oder? Ich finde das immer etwas unangenehm. Es gibt einen Trick. Man wartet auf eine kleine Pause im Gespräch. Dann sagt man: Entschuldigung, darf ich mich darzustellen? Oder: Hallo, ich wollte nicht stören, aber darf ich mitzuhören? Die meisten Leute sagen ja und öffnen den Kreis. Oh, das ist schlau. Man fragt um Erlaubnis. Das ist höflich und zeigt Respekt. Man drängt sich nicht auf. Ja, und dann stellt man sich vor: Ich bin Emilia, ich arbeite bei, oder ich studiere, oder ich bin freiberuflich tätig im Bereich. Man sagt kurz, wer man ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann? Was sagt man danach? Das ist der Teil, wo ich oft nicht weiter weiß. Man kann fragen: Worüber habt ihr gerade gesprochen? Oder kennt ihr euch von hier? Oder wie gefällt euch die Veranstaltung? So kommt man ins Gespräch und dann hört man zu. Das ist wichtig. Nicht nur reden, sondern wirklich zuhören. Das klingt gar nicht so schwer, wenn man es so erklärt. Das Problem ist nur, man muss es auch wirklich machen. Die Theorie ist leicht, die Praxis ist schwerer. Man muss die Komfortzone verlassen. Das stimmt absolut. Man braucht Mut, aber jedes Mal wird es ein bisschen leichter. Das ist wie beim Deutschlernen, oder? Am Anfang ist es schwer, Deutsch zu sprechen, aber mit der Zeit wird es natürlicher. Haha, guter Vergleich.
Ja, Übung macht den Meister. Je öfter man es macht, desto natürlicher wird es. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Genau. Und liebe Zuschauer, habt ihr Angst, auf Deutsch mit neuen Leuten zu sprechen oder fällt es euch leicht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wir würden gerne eure Meinung hören. Ja, schreibt uns. Eure Perspektive als Deutschlerner ist besonders interessant. Jetzt möchte ich über ein anderes Thema sprechen: Kontakte pflegen. Es ist eine Sache, Leute kennenzulernen, aber wie bleibt man in Kontakt? Das ist fast noch schwieriger. Das ist wirklich wichtig. Man lernt viele Leute kennen, aber dann verliert man den Kontakt wieder. Das ist schade. Man hatte ein nettes Gespräch, man mochte die Person und dann verschwindet sie aus dem Leben. Ja, das passiert mir auch oft. Man trifft jemanden, versteht sich gut, tauscht Nummern aus und dann nichts. Keine Nachrichten, kein Treffen. 6 Monate später fragt man sich, wie hieß die Person nochmal? Hahaha. Ja, das Problem ist, beide Seiten warten, dass die andere Person sich meldet. Keiner macht den ersten Schritt. Beide denken, wenn die Person Interesse hat, wird sie sich melden. Stimmt. Also muss man selbst aktiv werden. Aber was schreibt man? Hallo, wollen wir Freunde sein? Das klingt komisch wie im Kindergarten. Haha, ja, das wäre seltsam. Besser ist, hey, es war schön, dich kennenzulernen. Hast du Lust, nächste Woche einen Kaffee zu trinken? Oder ich gehe am Samstag ins Museum, möchtest du mitkommen? Konkrete Vorschläge sind wichtig. Konkret sein. Nicht nur, wir sollten mal was machen, sondern wirklich einen Plan vorschlagen. Mit Tag, Uhrzeit, Ort. Das macht es leichter für die andere Person. Genau, Menschen sagen oft, wir müssen uns mal treffen, aber dann passiert nichts. Das ist zu vage. Man braucht einen konkreten Vorschlag, dann kann die Person Ja oder Nein sagen. Und wenn die Person Nein sagt oder keine Zeit hat? Das fühlt sich wie eine Ablehnung an, oder? Dann ist das okay. Nicht jeder Kontakt wird zu einer Freundschaft und das ist völlig normal. Man sollte es nicht persönlich nehmen. Vielleicht hat die Person wirklich keine Zeit. Vielleicht passt die Chemie nicht perfekt. Das ist alles in Ordnung. Das ist wichtig zu verstehen. Nicht jedes Kennenlernen führt zu einer tiefen Verbindung. Und das muss es auch nicht. Man kann nicht mit jedem befreundet sein. Das wäre auch anstrengend. Richtig. Manchmal sind es einfach nette Bekanntschaften. Man sagt Hallo, wenn man sich sieht, man unterhält sich kurz, aber man wird keine engen Freunde. Und das ist auch ein wertvolles soziales Netz. Und das ist auch in Ordnung. Aber wenn man jemanden wirklich mag, dann sollte man den Kontakt halten. Man sollte Effort zeigen, wie man auf Englisch sagt. Man muss sich bemühen. Ja, ich schreibe manchmal einfach eine Nachricht. Hey, wie geht's dir? Oder ich habe an dich gedacht, weil ich gerade ein Buch über Tanz gelesen habe. Oder schau mal, das Foto hat mich an unseren Tanzkurs erinnert. Das zeigt, dass man an die Person denkt. Das ist schön. Kleine Gesten sind wichtig. Man muss nicht immer stundenlang schreiben oder sich treffen, aber man zeigt, du bist mir wichtig. Ich denke an dich. Genau, manchmal reicht eine kurze Nachricht oder man schickt etwas Lustiges, das einen an die Person erinnert, ein Meme, einen Artikel, ein Foto. Das hält die Verbindung lebendig. Social Media hilft auch beim Kontakt halten, oder? Man sieht, was die Person macht. Man kann liken und kommentieren. Ja, aber man sollte vorsichtig sein. Nur online zu interagieren ist nicht genug. Man sollte sich auch mal im echten Leben treffen. Ein Like ersetzt kein echtes Gespräch. Das stimmt. Ein Like oder Kommentar ist nett, aber ein echtes Gespräch ist besser. Man lernt die Person wirklich kennen, wenn man sie im echten Leben trifft. Online sieht man nur einen Teil der Persönlichkeit. Absolut. Ich versuche, wichtige Kontakte mindestens alle paar Monate zu treffen. Auch wenn es nur für einen kurzen Kaffee ist. 30 Minuten, eine Stunde. Das reicht oft schon. Das ist eine gute Strategie. Regelmäßigkeit ist wichtig. Man muss nicht stundenlang zusammen sein, aber man sollte sich regelmäßig sehen. Liebe Zuschauer, wie oft trefft ihr eure Freunde? Einmal pro Woche? Einmal pro Monat oder seltener? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir sind neugierig. Und vielleicht gibt es kulturelle Unterschiede. In manchen Ländern trifft man Freunde täglich, in anderen seltener. Jetzt lasst uns über verschiedene Orte sprechen, wo man Leute kennenlernen kann. Wo geht ihr hin, um neue Kontakte zu knüpfen? Gute Frage. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Vereine. In Deutschland gibt es Vereine für alles. Sportvereine, Gesangsvereine, Gartenvereine, Schachvereine, Karnevalvereine. Haha, ja, Deutsche lieben Vereine. Das ist eine sehr deutsche Sache. Für fast jedes Hobby gibt es einen Verein.
Das ist praktisch. In einem Verein trifft man regelmäßig die gleichen Leute. Man zahlt einen Mitgliedsbeitrag und gehört dazu. Genau, man sieht sich jede Woche und so entstehen Freundschaften ganz natürlich. Man muss sich nicht extra treffen, es passiert automatisch. Nach dem Training geht man zusammen ein Bier trinken, man feiert Vereinsfeste, man fährt zusammen zu Turnieren. Richtig. Und man hat ein gemeinsames Interesse. Das macht es leichter, Themen zu finden, über die man sprechen kann. Man diskutiert über das letzte Spiel, über neue Techniken, über kommende Veranstaltungen. Was sind noch gute Orte? Sprachkurse natürlich. Wenn man Deutsch lernt, ist ein Kurs perfekt. Alle haben das gleiche Ziel. Alle kämpfen mit den deutschen Artikeln. Der, die, das. Haha, ja. Und man kann sich gegenseitig helfen. Das verbindet. Man kämpft zusammen mit der deutschen Grammatik. Man lacht zusammen über Fehler. Man feiert zusammen Erfolge. Das schafft eine besondere Verbindung. Haha, die deutsche Grammatik ist ein guter Grund, Freunde zu finden. Man braucht emotionale Unterstützung. Warum ist der Löffel männlich? Diese Fragen kann man nur mit anderen Deutschlernern teilen. Auf jeden Fall. Was noch? Coworking Spaces sind auch gut. Viele Menschen arbeiten heute von dort aus, besonders Freelancer und digitale Nomaden. Stimmt. In einem Coworking Space trifft man viele interessante Leute. Freelancer, Unternehmer, Kreative, Programmierer, Designer. Eine bunte Mischung. Und alle arbeiten selbstständig, also verstehen sie sich gut. Und oft gibt es dort Events, Networking-Abende, Workshops, gemeinsames Mittagessen, After-Work-Drinks. Das sind gute Gelegenheiten. Die Atmosphäre ist meistens locker und freundlich. Ja. Und die Atmosphäre ist oft sehr offen und freundlich. Die Leute sind dort, um auch Kontakte zu knüpfen, nicht nur um zu arbeiten. Man hilft sich gegenseitig, man tauscht Tipps aus. Man arbeitet manchmal sogar zusammen an Projekten. Genau, noch eine Idee. Nachbarschafts-Apps. In vielen Städten gibt es Apps für die Nachbarschaft. Man kann dort Leute in seiner Gegend treffen. Apps wie Nebenan oder Nextdoor zum Beispiel. Oh, das kenne ich. Man kann fragen, wer will Kaffee trinken? Oder wer will zusammen joggen? Oder wer hat Lust auf einen Spieleabend? Und dann meldet sich jemand aus der Nähe. Man muss nicht quer durch die Stadt fahren. Ja, das ist praktisch. Man muss nicht weit fahren und man lernt seine Nachbarn kennen. Das macht das Leben im Viertel schöner. Man fühlt sich mehr verbunden mit dem Ort, wo man wohnt. Absolut. Es ist schön, wenn man die Menschen um sich herum kennt. Man fühlt sich mehr zu Hause. Man kann im Supermarkt jemanden grüßen. Man kann beim Spaziergang plaudern. Das macht das Leben angenehmer. Eben. Richtig. Und in Notfällen kann man sich gegenseitig helfen. Kannst du meine Pflanzen gießen? Ich bin im Urlaub. Oder hast du Mehl? Ich muss backen und die Läden sind zu. Solche kleinen Dinge verbinden. Ja, eine gute Nachbarschaft ist Gold wert. Es ist wie ein kleines Dorf in der großen Stadt. Liebe Zuschauer, kennt ihr eure Nachbarn? Wie ist die Beziehung? Grüßt ihr euch nur oder seid ihr befreundet? Schreibt uns davon. Ja, bitte, das interessiert uns wirklich. Jetzt möchte ich über ein sensibles Thema sprechen. Was macht man, wenn man Kontakt verlieren will? Das ist unangenehm, aber manchmal notwendig. Oh, das ist schwierig. Manchmal merkt man, dass eine Person nicht gut für einen ist. Oder die Freundschaft funktioniert nicht mehr. Die Interessen sind zu unterschiedlich. Oder man fühlt sich nicht wohl. Genau, das ist normal. Menschen ändern sich, Interessen ändern sich. Nicht jede Freundschaft ist für immer. Und das ist okay. Es ist nicht schlimm, wenn Freundschaften enden. Aber wie beendet man einen Kontakt höflich? Das ist unangenehm. Man will ja niemanden verletzen. Es gibt verschiedene Wege. Der sanfteste ist, einfach weniger Kontakt haben. Man antwortet langsamer, man schlägt seltener Treffen vor. Man ist nicht unhöflich, aber man zieht sich zurück. Das ist der passive Weg. Die andere Person merkt es vielleicht, aber es wird nicht direkt ausgesprochen. Man lässt die Freundschaft langsam einschlafen. Ja, manche Leute finden das feige, aber manchmal ist es der friedlichste Weg. Es gibt kein Drama, keine Konfrontation, die Freundschaft endet einfach leise. Stimmt, aber manchmal muss man auch ehrlich sein, oder? Besonders wenn die Person immer wieder nachfragt, warum meldest du dich nicht? Oder hast du keine Zeit mehr für mich? Ja, dann sollte man respektvoll ehrlich sein. Man kann sagen, ich habe gerade viel zu tun oder ich brauche etwas Zeit für mich oder ich konzentriere mich gerade auf andere Prioritäten. Man gibt einen Grund, aber man greift die Person nicht an. Das ist diplomatisch. Man gibt einen Grund, aber verletzt die Person nicht direkt. Man sagt nicht, ich finde dich nervig oder ich mag dich nicht mehr.
Das wäre zu hart und unnötig verletzend. Genau, man muss nicht brutal ehrlich sein, aber man kann Grenzen setzen. Man kann sagen, ich kann mich im Moment nicht so oft treffen oder ich brauche mehr Zeit für mich selbst. Grenzen setzen ist wichtig. Man darf Nein sagen. Man muss nicht mit jedem befreundet sein. Man muss nicht jedem gefallen. Das ist eine wichtige Lektion im Leben. Absolut richtig. Es ist okay, selektiv zu sein. Zeit ist wertvoll. Man sollte sie mit Menschen verbringen, die einem gut tun. Menschen, die einen inspirieren, unterstützen, zum Lachen bringen. Das ist eine wichtige Lektion. Qualität vor Quantität, auch bei Freundschaften. Man braucht nicht 100 Freunde, man braucht gute Freunde. Ja, lieber 3 echte Freunde als 20 oberflächliche Bekanntschaften, wobei Bekanntschaften auch ihren Wert haben. Man braucht nicht mit allen eng befreundet zu sein. Das stimmt. Es gibt verschiedene Ebenen von Beziehungen, enge Freunde, gute Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn. Alle haben ihren Platz. Alle sind wichtig auf ihre Weise. Genau, man muss nicht mit jedem privat befreundet sein. Professionelle oder lockere Bekanntschaften sind auch wertvoll. Sie erweitern das soziale Netz und manchmal entwickelt sich daraus mehr. Richtig. Und jetzt eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Wie viele enge Freunde habt ihr? Schreibt uns eine Zahl in die Kommentare. 1, 5, 10? Ja, wir sind gespannt. Ich glaube, die meisten Menschen haben weniger enge Freunde, als man denkt. Aber das ist okay. Das stimmt wahrscheinlich. Studien sagen, dass Menschen im Durchschnitt etwa 3 bis 5 wirklich enge Freunde haben. Also Freunde, denen man alles erzählen kann, die man im Notfall anrufen würde. Interessant. Und das ist völlig ausreichend. Man braucht keine 20 besten Freunde. Das wäre auch unrealistisch. Nein, das wäre auch anstrengend. Man kann nicht mit 20 Leuten eine tiefe Verbindung haben. Dafür hat man nicht genug Zeit und Energie. Genau. Lass uns jetzt über kulturelle Unterschiede sprechen. Networking funktioniert in verschiedenen Ländern anders. Und das sollte man wissen, wenn man in Deutschland lebt. Oh ja, in Deutschland sind die Leute am Anfang oft etwas distanzierter. Man duzt sich nicht sofort. Das Sie und Du ist sehr wichtig in der deutschen Kultur. Richtig. Das Du und Sie ist wichtig. Bei der Arbeit sagt man Sie, bis jemand das Du anbietet. Das ist eine ungeschriebene Regel. Genau. Und wer bietet das Du an? Normalerweise die ältere oder ranghöhere Person. Der Chef bietet dem Angestellten das Du an, nicht umgekehrt. Die ältere Person bietet der Jüngeren das Du an. Stimmt. Man sollte nicht einfach Du sagen, wenn die andere Person Sie sagt. Das ist unhöflich. Das kann sogar beleidigend wirken. Besonders in formellen Kontexten. Ja, das ist eine wichtige Regel, aber unter jungen Leuten ist das Du meistens okay. Studenten sagen fast immer Du zueinander. Unter 30 ist Du meistens kein Problem. Genau, das hängt vom Kontext ab. In einem lockeren Umfeld ist Du normal. In formellen Situationen, im Business, bei offiziellen Anlässen bleibt man beim Sie. Richtig. Und wenn man unsicher ist, fragt man einfach, können wir uns duzen oder wollen wir beim Du bleiben? Das ist höflich und klar. Die andere Person kann Ja oder Nein sagen. Guter Tipp, lieber fragen als einen Fehler machen. Liebe Zuschauer, wie ist das in eurem Land? Gibt es auch Du und Sie oder andere Höflichkeitsformen? Wie funktioniert das bei euch? Ja, erzählt uns davon. Das ist bestimmt interessant zu vergleichen. Ich weiß, dass es zum Beispiel im Französischen und Spanischen auch formelle und informelle Anreden gibt. Richtig. Noch ein kultureller Punkt. In Deutschland plant man oft weit im Voraus. Spontane Treffen sind seltener als in anderen Ländern. Das überrascht viele Ausländer. Das stimmt. Wenn man sich treffen will, macht man das oft eine Woche vorher aus. Manchmal sogar 2 Wochen, nicht am gleichen Tag. Lass uns heute Abend was machen funktioniert in Deutschland oft nicht. Ja, Deutsche lieben Planung. Der Kalender ist heilig. Das ist manchmal frustrierend für Leute aus spontaneren Kulturen. In südlichen Ländern zum Beispiel ist das anders. Das verstehe ich, aber es hat auch Vorteile. Wenn man einen Termin hat, dann klappt es auch wirklich. Die Leute sagen nicht in letzter Minute ab. Man kann sich darauf verlassen. Das stimmt. Zuverlässigkeit ist in Deutschland sehr wichtig. Wenn man zusagt, dann kommt man auch. Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind wichtige Werte. Genau. Und wenn man doch nicht kann, sagt man rechtzeitig ab. Nicht 5 Minuten vorher. Das ist sehr unhöflich. Man sollte mindestens einen Tag vorher Bescheid sagen, wenn möglich. Richtig. Respekt für die Zeit anderer ist wichtig. Zeit ist wertvoll. Wenn jemand seine Pläne für dich ändert, dann sollte man das schätzen und nicht kurzfristig absagen. Absolut. Jetzt eine praktische Frage.
Wie tauscht man Kontaktdaten aus? Das ist ja der konkrete erste Schritt nach einem guten Gespräch. Gute Frage. Früher hat man Visitenkarten gegeben. Das machen heute noch viele im Businessbereich. Bei Networking-Events, Konferenzen, Messen. Ja, Visitenkarten sind professionell. Man hat alle Informationen auf einen Blick. Name, Firma, Position, E-Mail, Telefon. Man kann sie gut aufbewahren und später kontaktieren. Richtig. Aber heute nutzen viele auch digitale Methoden. WhatsApp ist sehr verbreitet in Deutschland. Fast jeder hat es. Es ist der Standard für Textnachrichten. Ja, man kann sagen, lass uns Nummern tauschen oder schreib mir mal auf WhatsApp. Dann gibt man seine Handynummer und schreibt sich auf WhatsApp. Das ist unkompliziert und schnell. Oder man scannt QR-Codes. Viele Kontakt-Apps haben das. Man scannt den Code und hat alle Infos. Keine Tippfehler, keine Verwechslungen. Das ist praktisch, schnell und einfach. Keine Tippfehler bei der Nummer. Man scannt und fertig. Genau, was auch geht. Social Media. Bist du auf Instagram oder hast du LinkedIn oder bist du auf Facebook? Je nachdem, welche Plattform man nutzt. LinkedIn ist gut für berufliche Kontakte, Instagram eher für private. Man sollte überlegen, welche Plattform passt. Bei einem Arbeitskontakt LinkedIn, bei einem neuen Freund WhatsApp oder Instagram. Richtig, man sollte nicht jedem Arbeitskollegen auf Instagram folgen. Das ist manchmal zu privat. LinkedIn ist professioneller für Arbeitskontakte. Und man sollte nach dem Treffen auch wirklich eine Nachricht schreiben. Nicht nur die Nummer speichern und dann vergessen. Das ist wichtig. Ja, sehr wichtig. Am gleichen Abend oder am nächsten Tag eine kurze Nachricht. Hey, es war schön, dich zu treffen. Oder danke für das interessante Gespräch. Das zeigt Interesse. Das zeigt Interesse und hält den Kontakt warm. Sonst vergisst man sich wieder. Man denkt, ach, das mache ich später. Und dann passiert es nie. Genau, der erste Kontakt nach dem Treffen ist entscheidend. Das ist der Moment, wo man zeigt, ich will wirklich in Kontakt bleiben. Danach ist die Verbindung etabliert. Richtig. Und liebe Zuschauer, wie haltet ihr Kontakt zu neuen Bekanntschaften? WhatsApp, Instagram, E-Mail, Telefon oder trefft ihr euch direkt wieder? Schreibt es uns. Ja, wir lernen gerne von euch. Jetzt möchte ich über Online-Networking sprechen. Seit Corona ist das ja viel wichtiger geworden. Die digitale Welt hat an Bedeutung gewonnen. Oh ja, Videokonferenzen, Online-Events, virtuelle Treffen, das ist heute normal. Viele Konferenzen und Workshops finden online statt. Man sitzt zu Hause vor dem Computer. Richtig, aber Online-Networking ist anders als persönlich. Es ist schwieriger, eine Verbindung aufzubauen. Man sieht nur den Kopf auf dem Bildschirm, nicht die ganze Person. Stimmt. Man sieht nur den Kopf auf dem Bildschirm. Die Körpersprache fehlt größtenteils. Man kann nicht die Energie im Raum spüren. Es ist irgendwie flacher. Ja, und die Gespräche sind oft kürzer. Man geht nicht nach dem offiziellen Teil noch zusammen ein Bier trinken. Diese informellen Momente am Rande fehlen. Das sind oft die besten Gespräche. Das stimmt. Diese informellen Momente fehlen online, aber es gibt auch Vorteile. Man sollte das nicht vergessen. Welche denn? Ich bin gespannt. Man kann mit Leuten aus der ganzen Welt sprechen. Man muss nicht reisen. Man spart Zeit und Geld. Man kann von zu Hause aus an einem Event in New York oder Tokio teilnehmen. Das ist wahr und für schüchterne Menschen ist online manchmal leichter. Man hat mehr Kontrolle über die Situation. Man kann die Kamera ausschalten, wenn man nervös ist. Guter Punkt. Man kann den Videocall auch verlassen, wenn es zu viel wird. Man klickt auf Verlassen und ist weg. Bei einem echten Event ist das schwieriger. Man kann nicht einfach rausrennen. Stimmt, aber ich finde, man sollte Online- und Offline-Networking kombinieren. Beides hat seinen Platz. Beides hat Vor- und Nachteile. Absolut. Erst online kennenlernen, dann persönlich treffen. Das ist oft ein guter Weg. Man lernt sich erstmal digital kennen und wenn die Chemie stimmt, trifft man sich. Ja, oder umgekehrt. Bei einem Event jemanden treffen, dann online in Kontakt bleiben. Regelmäßige Videocalls, Nachrichten schreiben, so bleibt man verbunden. Genau, eine gute Mischung. So nutzt man die Vorteile von beiden Welten. Flexibilität ist wichtig in der modernen Zeit. Richtig. Jetzt noch ein Tipp für schüchterne Menschen. Wie kann man Networking leichter machen? Das wird oft gefragt, weil viele Menschen schüchtern sind. Oh, gute Frage. Ich war früher auch sehr schüchtern. Was mir geholfen hat, einen Freund mitnehmen. Zu zweit ist alles leichter. Man fühlt sich nicht allein. Ja, zu zweit ist es leichter. Man fühlt sich sicherer und hat jemanden, mit dem man sprechen kann. Wenn es peinlich wird, kann man zu seinem Freund zurückgehen. Genau. Und der Freund kann einem helfen, ins Gespräch zu kommen. Man ist nicht allein. Man kann sich gegenseitig unterstützen.
Komm, lass uns mit der Person dort sprechen. Richtig, ein anderer Tipp. Kleine Ziele setzen. Nicht sagen, ich muss heute 10 Leute kennenlernen. Das ist zu viel, das ist überwältigend. Stimmt. Besser, ich spreche heute mit 2 neuen Personen. Oder sogar, ich spreche heute mit einer neuen Person. Das ist machbar und nicht überfordernd. Genau, und man sollte sich danach belohnen. Ich war mutig, ich habe es geschafft. Vielleicht mit einem Eis oder einem schönen Film, das ist wichtig. Selbstbelohnung motiviert. Ja, sich selbst feiern. Das motiviert für das nächste Mal. Man erkennt an, das war schwer, aber ich habe es gemacht. Ich bin stolz auf mich. Absolut. Und man sollte wissen, fast alle Menschen sind beim Networking nervös. Nicht nur du. Selbst extrovertierte Menschen finden es manchmal anstrengend. Das ist wahr. Selbst extrovertierte Menschen finden es manchmal anstrengend. Networking kostet Energie für alle. Du bist also nicht allein mit deinen Gefühlen. Ja, also, du bist nicht allein mit deiner Nervosität. Das ist normal und menschlich. Jeder hat manchmal Angst vor neuen sozialen Situationen. Richtig. Und je öfter man es macht, desto leichter wird es. Das verspreche ich. Der 10. Networking-Event ist viel leichter als der erste. Ja, Übung macht den Meister. Habt Geduld mit euch selbst. Seid freundlich zu euch selbst. Man lernt Schritt für Schritt. Genau. Und liebe Zuschauer, seid ihr eher schüchtern oder extrovertiert? Wie fühlt ihr euch bei Networking? Welche Tipps habt ihr? Schreibt uns eure Erfahrungen. Wir können alle voneinander lernen. Ja, wir würden gerne von euch hören. Eure Perspektiven sind wertvoll. So, wir kommen langsam zum Ende. Lass uns die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Gute Idee. Also, Networking ist wichtig, aber es muss nicht perfekt sein. Niemand ist perfekt darin. Einfach freundlich sein und echtes Interesse zeigen. Das ist die Basis. Richtig, Qualität vor Quantität. Lieber wenige gute Kontakte als viele oberflächliche. Tiefe Verbindungen sind wertvoller als 100 Visitenkarten. Genau. Konkrete Vorschläge machen, wenn man jemanden wiedersehen will. Wir sollten mal funktioniert nicht. Man braucht Tag, Zeit, Ort. Konkret sein. Ja, und den Kontakt halten. Kleine Nachrichten, regelmäßige Treffen. Das ist wichtig. Freundschaften brauchen Pflege, wie Pflanzen. Man muss sie gießen. Richtig. Man sollte auch mutig sein und den ersten Schritt machen. Nicht warten, dass andere kommen. Initiative zeigen. Manchmal muss man das Risiko eingehen, abgelehnt zu werden. Genau, und man sollte sich nicht entmutigen lassen. Nicht jeder Kontakt wird zu einer Freundschaft und das ist okay. Das ist normal. Man passt nicht mit jedem zusammen. Absolut. Man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Mit wem fühlt man sich wohl? Mit wem lacht man? Mit wem kann man selbst sein? Mit diesen Leuten sollte man Zeit verbringen. Richtig. Und man sollte verschiedene Orte ausprobieren. Vereine, Kurse, Events, online, Nachbarschaft. Finde, was zu dir passt. Nicht jeder Ort funktioniert für jeden Menschen. Ja. Und das Wichtigste, sei du selbst. Verstelle dich nicht. Spiele keine Rolle. Echte Verbindungen entstehen, wenn man authentisch ist. Menschen merken, wenn man sich verstellt. Perfekt gesagt, Henry. Authentizität ist der Schlüssel. Menschen verbinden sich mit echten Menschen, nicht mit Masken. Danke, Emilia. So, liebe Zuschauer, das war unser Video über Networking und Kontakte. Wir hoffen, es hat euch geholfen. Wir hoffen, ihr habt etwas Nützliches gelernt. Ja, und vergesst nicht, schreibt uns in die Kommentare. Wir haben heute viele Fragen gestellt. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Eure Geschichten interessieren uns wirklich. Genau, eure Erfahrungen sind wertvoll. Teilt sie mit uns und der Community. So lernen wir alle voneinander. Das ist auch Networking, oder? Haha, stimmt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Es zeigt uns, dass ihr solche Videos mögt. Ja, und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Deutsch lernen wollt. Wir machen jede Woche neue Videos. Verschiedene Themen, immer auf Deutsch, immer alltagsnah. Genau, nächste Woche sprechen wir über... das ist noch eine Überraschung. Ihr werdet sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und viel Erfolg beim Netzwerken. Ihr schafft das. Traut euch. Bis bald.